Nach der lähmenden Hitze des Sommers beginnt mit dem einsetzenden Herbst die schönste Zeit des Jahres. Zeit, mit Freunden den neuen Parasailer zu testen, Fotoaufnahmen zu machen und die Küste entlang zu segeln. Okay, first to the top, and then we, front, yeah, so. Okay, gut. Auch kommen, nach 2 Jahren Corona, die ersten Freunde aus Deutschland wieder zu Besuch. Um Merten abzuholen, fahre ich zunächst nach Göcek. Begleitet werde ich von Lee mit seiner Freshwater und einem weiteren schrägen Vogel. In Göcek treffen wir auch Jan nach ein paar Monaten wieder. Hab ich an eigentlich? Warte mal. Ich weiß, 68 habe ich. Ah, jetzt. Im Golf von Fethiye herrscht immer noch Hochsaison. Nur ganz im Norden finden wir noch einige Buchten, die fast menschenleer sind. Mit den angenehmeren Temperaturen kommt auch der Wind zurück. Das erleben wir bei Kasch. Zusammen mit Anna segeln wir zunächst nach Kekova, wo wir wieder auf ein paar Freunde treffen werden. Während Merten sich mal wieder treiben lässt, fahren wir nach Kale, wo es mit das beste Eis in der ganzen Türkei gibt. In der Nebensaison ist Kale, ein Ort, der nur vom Wasser zu erreichen ist, ein absoluter Traum. Wenn man vor den Gulitscharen dort ist, hat man ihn fast für sich allein. Da kommt jetzt unser Taxi. Wassertaxi. So, Anna, komm, jetzt spring du. Jetzt bist du dran. Und spring. Ja, fein. Ja, fein.
Ja. Genau. Ja. Möglichst mittig. So, jetzt komme ich. Ja. Jetzt machen wir mal aus, damit das nicht Jetzt lustig das wird. letzte Bild ist, wie die Kamera so vom Wasser umspült wird. Nicht nur die Kamera wird an diesem Tag vom Wasser umspült sein. Am Nachmittag, als der Wind aufbriest, planen wir unseren großen SUP-Contest mit Teilnehmern aus mehreren Nationen. Alles Freunde, die wir beim Segeln kennengelernt haben. Aber dazu später mehr. Kekova ist eine versunkene Stadt. Aber ganz nah gibt es noch ein weiteres historisches Highlight: Apalai. Dummerweise erreicht man es nur nach einem langen Fußweg. Doch die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Denn nach den Strapazen entlohnt auch schon der nächste schöne Segeltag. Wir segeln an Finike vorbei Richtung Gelidonia, einem bekannten Leuchtturm. Und natürlich nutzen wir die Chance, Drohnenaufnahmen zu machen. Allerdings haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, wie wir die Drohne wieder an Bord bekommen. Bewährt hatte sich in der Vergangenheit die Deckenfangtechnik, zumindest unter vollen Segeln. Mal schauen. Glück gehabt. Die Drohne schießt mit ausgeschalteten Sensoren zwischen Mast und den Wanden hindurch, unter der Bimini entlang und verkeilt sich dann in den Davits. Aber sie ist heil. Nicht schlecht. Bei Gelidonia erwartet uns dann ein herrlicher Sonnenuntergang. Allerdings haben wir auch ordentlich Schwell in der offenen Bucht. Uns stört das nicht. Und hep, Schingere. Ein. Und jetzt. Warte. Und tun. Und hep, Schingere, hep. Hep. Jawohl. Ui, feiner Hund. Jetzt aber zurück zum SUP-Rennen, das zumindest wir sehr lustig fanden. Den Parcours bildeten unsere Boote vor Anker. Makame war Start und Ziel, dann ging es um die israelische Sapir, um die Dilly-Dally und wieder in Schlangenlinien zurück. In den Vorläufen jeweils eine Runde, im Finale 2. Eine dumme Entscheidung. And the first competitor is Germany. Jens. Yeah. Oh, number 2. It's like the World Cup. Yeah. Oh no! Team Germany. Israel. Oh, Scheiße. Okay, Israel, Ariel. Wie man unschwer erkennen kann, nehmen alle Teilnehmer das Rennen sehr ernst. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren. Wir sind 6 Teilnehmer
aus 4 verschiedenen Ländern: Wales, Israel, Türkei und Deutschland. Hier wäre Wasser. Wales, come we am Beth. Come on, Wales. Yeah, I adjust my incontinence pad. Makame als Start und Ziel ist gleichzeitig auch die Fankurve. Jetzt geht's hier schon los. Wo ist jetzt hier vorne und wo ist hinten? Dummerweise frischt der Wind zu Startbeginn auf, was einerseits die Wendemarken, unsere Brücke vor Anker, durcheinander treibt, andererseits Anna bereits abtreibt. Sie fährt in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und weg ist sie. Jan muss sein Teammitglied erstmal einfangen und auf die rechte Bahn bringen. Die weit gereisten Zuschauer sind fassungslos. Aber dann, mit einer guten Viertelstunde Verspätung, kann es endlich losgehen. Okay. Israel erwischt eindeutig den besten Start. Die beiden deutschen Teilnehmer behaken sich gegenseitig. Hey, Kollision! Go, Jens! Sonst gibt's nichts zu essen heute Abend. No dinner, no beer. Yes! Alle Anfeuerungen und Drohungen bringen aber wenig. Israel ist klar in Führung und Ariel wird sich direkt für das Finale qualifizieren. Ja, sei Vorsicht! Schatz, Vorsicht! Yay! Ich krieg den! Schön, wenn die Hoffnung zuletzt stirbt. Go, Germany! Go, Germany, go! Alter, geht das in die Beine? Ah, ja! Ja, Jungs. Wir will hier mal durch. Congrats! Große Aufregung im türkischen Team. And this is the Beast of Wales, struggling with the wind. Okay. Are you ready? Turkey ready? Wales ready? Okay. Ready? Steady? Go! Wie bereits im ersten Rennen scheint die Innenbahn der beste Startplatz zu sein. Jan setzt sich direkt in Führung, gefolgt von Lee und Asu. Lees Paddeltechnik scheint sich seit dem letzten Rennen deutlich verbessert zu haben und so kann er sich vor Asum absetzen. Allerdings ist Jan weit voraus. Sobald Asum kommt, bin ich wieder für Türkei. Ja. Kannst auch außen rumfahren. Ja, geht. Okay. Das sieht fast nach einem sicheren Finalisten aus. Död. Kurz vor dem Ziel will Asum anscheinend noch eine Abkürzung nehmen. Peng. Das kommt davon, wenn man die Kurven schneiden will. Ariel und Jan haben sich direkt für das Finale qualifiziert. Die restlichen Teilnehmer können nun in einem Hoffnungslauf das Finale auffüllen. Die schnellsten beiden kommen weiter. Da ist die Türkei am Start. Wir haben jetzt noch die Chance, in ein Finale zu kommen. Das fahren wir mit 4 Booten aus. Es geht nur darum, einer fliegt raus. Die ersten beiden. Nein, wieso? Weiß ich ja nicht.
Einer von uns ins Wasser fallen? Hier wird wieder viel geredet. So, jetzt sind alle 3 Halbfinalkandidaten fertig. Der Wind kommt noch mal etwas dazwischen. Ja, die Emotionen kochen hoch. Aber Lining up here. noch sieht alles aus, als ob es gleich losgehen könnte. Und der erste Streit zwischen den Halbfinalisten. Es ist tatsächlich sehr windig. Hier sehen wir noch das Bein. 30 Sekunden. 3, 2, 1. Oh, und alle gehen gut an den Start. Auf gleicher Linie. Die 3 Paddler haben alle einen guten Start erwischt. Leicht in Führung dürfte Wales liegen, der ja mit langen Zügen jetzt dem Feld davonfährt. Und an zweiter Stelle, so scheint es, liegt mittlerweile die Türkei. Deutschland nur Dritter. Wales dürfte diesen Hoffnungslauf nach Hause fahren und er paddelt und paddelt, ohne zu wissen, dass er auch als Zweiter sich noch qualifizieren würde. Nun denn. Und als letzter Finalist hat sich Deutschland qualifiziert. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, denn jetzt schon wartet das Finale. Klar im Vorteil Ariel aus Israel und Jan aus Deutschland, die beide bislang nur ein Rennen in den Knochen haben. Deshalb ist es umso wichtiger, die kurze Pause für eine Regeneration zu nutzen. Deutschland stärkt sich jetzt mit Bier. Das nenne ich Doping. Die sehen aus wie zu 2 Enten. Alia! No. Klare Favoriten sind Israel und Deutschland 1, während Wales und Deutschland 2 wahrscheinlich nur um Platz 3 kämpfen werden. Interessant ist auch, dass Deutschland 2 diesmal in der Hocke auf den Knien starten wird. Wahrscheinlich sind die Wellen ein bisschen zu hoch. Auch nach der ersten Wendemarke ist das Feld noch dicht beisammen. Verbissen wird um die Führung gekämpft. Go Germany, go! Jetzt war 2 oder jetzt eine Runde? Ach, Anfeuern! Bei der zweiten Wendemarke kommt es zu einer kleinen Kollision zwischen Israel und Deutschland 2. Doch im Klassement ändert das erstmal nichts. Wie es ausschaut, will Wales auf Platz 4 liegend eine ganz enge Kurve nehmen und hangelt sich an der Wendemarke etwas ungelenk vorbei. Na gut. Die kleine Mogelei wird allerdings bestraft. Wales fällt ins Wasser. Und auch der führende Jan fliegt plötzlich hinein. Eine Chance für die anderen? Allerdings ist er sehr schnell wieder auf dem Brett und Israel strauchelt auch, aber Deutschland 2 paddelt auf den beiden Beinen kniend, langsam aber sicher an das Führungsfeld heran. Nach der Hälfte der Strecke, also nach einer Runde, scheint das Rennen immer noch offen zu sein. Go, 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 go!
second. Aliyah, then two times. Go, 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 go. Wait, Lee. Nach der leichten Irritation durch die Jury scheint sich ein Zweikampf der beiden deutschen Kontrahenten anzudeuten. Wer hätte das gedacht? Und jetzt fällt Deutschland 1 auch noch ins Wasser. Die Chance für den sitzenden Riesen, an ihm vorbeizupaddeln. Ja, Schatz! Doppeltes Bier für dich! Doch Deutschland 1 ist wieder relativ schnell auf dem Brett und nimmt die Verfolgung auf. Um einen längeren Durchzug zu haben, schwingt er sich wieder auf von den Knien auf die Füße und versucht, die Entscheidung herbeizuziehen. Die Entscheidung scheint in der letzten Wendemarke gefallen zu sein. Mit Rückenwind ziehen die beiden Führenden Schlag um Schlag auf das Ziel zu. Speedy Gonzales! Yay! Go jetzt! Weiter, weiter, weiter! Da, 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 da. Und der zweite German! Yay! Go Wales! Go Israel! Yay! Heidi! Heidi! Woo! And Piep! Und wie geht's Ihnen? Wie fühlen Sie sich als Gewinner? Mein Sport wird geduzt. Ja? Hallo Speedy, wie fühlst du dich? Wessen Idee war das, 2 Runden zu drehen? Seine. Aber war vor dem ersten Fahren. Oh, 2 rounds. Oh, good idea. Oh. Where have you been? So, me is also carrying? Ja, aber gar nicht so anstrengend, wenn ich so sagen kann. Eigentlich hatte ich den Sieg fast. Den Sieg hatte ich auf der Schippe. Speedy Gonzales! Reicht doch. Er hat sich verdient. Er bezahlt jetzt auch die Rechnung. Zack, ist er weg.